Also für alle, die im Nachhinein mitmachen, ihr braucht heute ein Theraband, das kommt zur Seite. Und dann starten wir. Atmen mal tief ein und aus. Tief einatmen. Perfekt. Falls ihr euch irgendwie unwohl fühlt heute, wegen 30 Grad hat es heute draußen, dann bitte macht langsam und vor allem trinkt jederzeit. Ihr müsst nicht auf unsere Trinkpausen warten hier. Letzter. Mal nur den rechten Arm hochschieben, rechts hoch, links hoch und dann streckt euch mal rechts und links einfach nach oben, richtig schön lang. Und falls sonst irgendwelche Einschränkungen sein sollten, irgendwie ihr merkt, Nacken, Knie, irgendwas will nicht, dann bitte macht auch da langsam. Denn wir werden heute mit dem Theraband arbeiten und das wird wirklich etwas anstrengend für den Oberkörper. Streckt euch hier richtig schön lang. Die letzten 4, 3, 2 und der letzte. Mal rechts und links den Armkreis. Rechts und links. Wir machen unbedingt heute alle Oberkörpergelenke warm, weil wie gesagt, mit dem Band wird es etwas anspruchsvoller. Wir machen ein paar Kombinationen aus Oberkörper- und Unterkörperübungen. Nicht so viel Cardio heute. Noch 4, 3, 2 und der letzte. Achtung, schiebt euch mal nach rechts und links zur Seite. Also, wie letzte Woche auch, schaut, dass ihr in eurem Tempo arbeitet. Es muss nicht zu schnell sein, lieber langsam kontrolliert. Die letzten 8, 7, 6, 5, nur noch 4, 3, 2 und der letzte. Achtung mal, nur der rechte Arm hochschwingen und tief. Auf und ab. Ihr dürft mal hier so ein bisschen in die Seite gehen. Ja. Richtig schön Seitenneige. Noch 8, 7, 6. Andere Seite, linker Arm. Ihr dürft gerne die Hüfte so ein bisschen rausschieben und natürlich atmen. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und der letzte. Achtung, marschiert mal am Platz auf rechts. March. Also wir bringen natürlich das Herz-Kreislauf-System ein bisschen in Schwung, aber der Cardio-Part wird nicht allzu hoch sein. Wir machen aber ein paar Side-to-Sides und machen auch nachher mit dem Theraband ein paar Sachen im Side-to-Side. Also auch hier, macht langsam. Rechts und links die Knie hoch. Ihr könnt heute richtig doll ins Schwitzen kommen, wenn ihr wollt, aber ihr könnt auch ein bisschen Gas rausnehmen, je nachdem, worauf ihr heute eingestellt seid. Ihr Verrückten. So, mal den Ellenbogen Richtung Knie. Ist immer witzig, weil wir machen ja auch Aufzeichnungen. Und wenn man die Aufzeichnung dann im Nachgang im Winter mitmacht, vielleicht, kann ja sein, dann können die nicht unbedingt nachvollziehen, wie es mit 30 Grad hier beim Sport irgendwie ist. Deswegen, also wenn du jetzt im Winter bist, dann darfst du natürlich doppelt und dreifach Gas geben. Ihr macht noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und der letzte. Achtung, March am Platz, ganz locker. March. Kreist mal die Schultern einfach mal nach hinten. Richtig schön die Schulterblätter zusammenbringen. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3,
2 und Achtung, Side to Side. Hop, Tap. Richtig schön über die Ferse abrollen und Tap zur Seite. Gut, einfach nur nochmal rechts und links, Kreis mit den Schultern. Noch 4, 3, 2, Achtung, die Arme mal vor und rück, vor und rück. So richtig mit dem Ellenbogen ranziehen. Ja. Achtung, Step Touch. Hopp, Tap, Tap. Die Arme bleiben. Noch 4, 3, 2. Der Ellenbogen bleibt, die Arme öffnen, außen. Die Schultern ganz weit weg von den Ohren, nur die Ellenbogen hoch und tief. Auf und ab. Nochmal Arme vor und rück, vor und rück, vor, rück. Richtig schön den Ellenbogen ranziehen. Noch 4, 3, 2. Achtung, die Arme bleiben mal vorne. Ihr öffnet und schließt. Öffnen und schließen. Die Schulterblätter hinten zusammenbringen. Daumen nach hinten schieben. Hopp, hopp. Bisschen schneller. Noch 4, 3, 2. Die Arme tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch. Ja, auch hier wieder die Schultern weit weg von den Ohren. Da braucht man kein Theraband, da ist es jetzt schon. Eieiei, die Schultern spürt man schon. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2. Der linke Arm kreist, nur links. Großer Kreis. Ja. Noch 4, 3, 2. Achtung, rechter Arm kreist. Noch 4, 3, 2. Wir probieren mal beide Arme gleichzeitig und zwar Kreis und Kreis. Ja, großer Kreis öffnen. Mal richtig schön nach hinten die Schulterblätter zusammenschieben. Macht euch lang. Ein bisschen schneller. Noch 4, 3, 2 und locker mal rechts und links ins Eck. Mal gerne im Step Touch bleiben und versuchen von rechts nach links. Ich bin auch automatisch von Seite zu Seite und das seht ihr auch. Fühlt sich stimmiger an, aber es geht auch so. Noch 8, 7. Nimm den Oberkörper mit. Noch 4, 3, 2, Achtung, March, außen, außen. Richtig schön die Knie nach außen, Bauch einziehen. Noch 4, 3, 2. Ihr kommt mal schön nach unten, Achtung, kommt tief in die Knie, so tief wie es geht, mal die Ellenbogen an die Knie. Mal hier richtig schön Knie nach hinten. Laufen Indoor aufzeigen. Mal die Hände auf die Oberschenkel, macht mal den Rücken rund und dann Bauchnabel tief. Rücken rund und Bauchnabel tief. Rund und tief. Richtig schön die Wirbelsäule durchbewegen.
von der Brustwirbelsäule bis zur Lendenwirbelsäule, bis zur Halswirbelsäule. Komm langsam nach oben. Schieb mal nur den rechten Arm nochmal hoch und mit. Ja, hier kommt sie mal richtig in die Seite. 4, 3, 2. Nochmal andere Seite, linker Arm. Richtig schön lang. Lang. Noch 4, 3, 2. Ihr dreht euch auf die rechte Seite. Ihr seid leicht im Ausfallschritt. Kommt mal nach unten tief, so tief wie es geht. Und dann kippt die Hüfte mal schön tief. Richtig schön die Hüfte öffnen. Dann beugt ihr beide Knie, kommt mal in die Mitte zurück. Mal beide Beine lang machen. Hier tief. Auf die linke Seite. Auch hier die Hüfte tief. Richtig schön nach unten reinfädeln. Kommt nochmal zurück. Beide Beine lang. Hier nochmal reinlehnen. Dann beide Füße schließen. Beugt eure Knie und kommt langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Schnappt euch euer Band. So, wir stehen hüftschmal. Und dann so, ganz aufrecht. Schaut, dass ihr nicht im Hohlkreuz steht, sondern dass das Becken schön aufgerichtet ist. Hier nehmt ihr mal die Arme über Kopf und wieder tief. Ihr bringt das Band ein bisschen auf Spannung und auf Zug, sodass ihr die Schultern weit weg von den Ohren nehmt und dann einfach mal die Arme lang nach oben und wieder zurück. Jedes Mal, wenn ihr nach oben kommt, versucht ihr mal hier aktiv mit den Schulterblättern hinten zusammenzuschieben. Okay? Ihr kommt hoch und tief. Nochmal auf. Schulterblätter hinten zusammen und wieder tief. Und ihr habt immer die ganze Zeit ein bisschen Spannung. Achtung, Atmen nicht vergessen. Die letzten 2. Letzter. Bleibt mal oben, Schultern weit weg von den Ohren. Und hier schiebt ihr euch mal auf die rechte Seite und auf die linke Seite. Ja. Passt mal auf, dass euer Abstand von Oberarm und Ohr immer derselbe bleibt. Ja. Eure Hüfte bleibt stehen, euer Oberkörper kommt von rechts nach links. Die letzten 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und letzte. Und langsam tief nach unten. Die Schultern kurz lockern. Einmal mal nach hinten kreisen. Ihr greift mal ganz außen am Band, ganz außen und probiert mal eine ganze Drehung zu machen. Also ganz nach hinten genau und wieder vor. Ja, wunderbar. Ganz nach hinten kreisen und wieder vor. Ich finde es übrigens eine der besten Übungen, wenn man lange am Schreibtisch saß, dass man hier einfach die Brust mal richtig schön aufdehnt. Mal lang nach hinten und wieder zurück. Wenn ihr merkt, es geht, dann könnt ihr auch ein bisschen enger greifen. Das heißt, dass das Band mehr Spannung kriegt und ihr dadurch nochmal ein bisschen mehr Dehnung kriegt. Genau. Also probiert euch da aus und auch hier, das muss nicht im Tempo der Musik sein. Bei mir funktioniert das meistens gar nicht anders. Aber lieber langsam. So, dann bleibt mal an der Stelle, wo ihr merkt, hier habt ihr richtig schön Spannung. Schultern wieder weit weg von den Ohren, Schulterblätter tief. Und dann bewegt euch hier einfach mal so ein bisschen hoch und tief. Legt mal richtig schön Spannung drauf. Was jetzt nicht passieren darf, ist, dass ihr im Hohlkreuz steht, sondern Becken stabil, Bauch ist fest. Ja. Kommt dann langsam zurück nach vorne und nochmal die Schultern richtig schön ausbewegen, locker machen. Der rechte Arm geht mal über Kopf und kommt wieder tief. Der rechte Arm wieder zurück und wieder vor. Ja. Über Kopf und tief. Über Kopf
und vor. Genau. Auch hier könnt ihr wählen, wie arg die Spannung auf dem Band ist. Wählt sie erstmal locker und dann könnt ihr immer weiter reingreifen. Überkopf. Tief. Ja, der andere Arm einfach ganz stabil am Oberkörper, beziehungsweise bei mir sogar am Unterkörper. Beim Popo. Und Rück. Ja, richtig schön für die Schultern. Also für alle, die jetzt Probleme haben in der Schulter. Ah, Kathleen, das warst ja du. Andere Seite. Also, wenn es weh tut, gibst du Bescheid, gell? Ich habe es fast schon wieder vergessen, aber gut, dass du mir in Instagram geschrieben hast, weil dann habe ich ein besseres Namens- und Gesichtsgedächtnis, wenn man nochmal schreibt. Nochmal Überkopf und tief. Du kannst es auch ganz ohne Band machen, wenn du merkst, dass der Zug dir einfach zu wild wird, gell? Nochmal hoch über Kopf. Und so oder so. Wir machen ziemlich viel auf 90 Grad heute. Also da sollte die Schulter eigentlich okay sein. Aber wenn wir über Kopf arbeiten, langsam machen. Einmal zurück und tief. So, ihr bleibt mal hinten. Mal das Band nach hinten bringen. Und jetzt zieht ihr mal einfach das Band am Popo lassen und zieht ihr mal mit den Armen nach vorne. Mal vor und rück. Ja, mal richtig schön vor und rück. Man kann es auch zum unterm Popo festschieben. Je größer der Popo, desto besser. Desto besser hält es da unten. Ihr dürft gerne leicht in den Knien aufgestellt sein. Die letzten 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und der letzte. Und Achtung, nehmt das Band mal höher. Und zwar da, wo circa der BH zugeht. Jetzt greift ihr so nah wie es geht Richtung Brust und dann schiebt ihr vor und rück. Vor und rück. Der Bauch ist wieder fest und ihr schiebt die Arme ganz weit nach vorne. Eure Schultern bleiben weit weg von den Ohren. Wir machen ein paar Liegestütze im Stehen. Rück nach vorne. Ja. Die letzten 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und der letzte. Achtung, locker, nehmt mal das Band nach vorne. Hallo Gabi, hallo Andreas. Wir arbeiten heute mit Band. Also Schultern, guck mal, vorbereitet sind sie. Ja, richtig schön nach hinten kreisen, locker machen. Perfekt. Nehmt das Band nochmal vor. Schultern weit weg und hier zieht ihr mal das Band nach hinten und kommt wieder vor. Arbeitet, wie gesagt, immer erstmal weiter außen und wenn ihr mögt, kommt ihr einfach weiter nach innen, um den Widerstand zu erhöhen. Ihr kommt nur so weit zurück, wie ihr leicht noch den Zug habt, kommt wieder nach hinten und wieder vor. Die Schulterblätter kommen zusammen. Ja, passt mal auf, dass die Schultern hier ganz weit unten sind. Ganz weit unten. Und die Schulterblätter schieben zusammen und wieder vor. Ja, die letzten 4 Stück. 4, 3, die letzten 2 und der letzte noch. Und locker. Mal die Arme locker und ihr gebt mir noch mal ein Side to Side. Gerne dürfen die Arme ein bisschen schwingen, mal ausschwingen. So, bringt das Band mal so ein bisschen auf Zug, dass es nicht rumlommelt. Und dann mal rechts und links mal die Arme nach oben schieben. Ja, und richtig schön rotieren. Ihr dürft auch gerne so ein bisschen nach hinten kommen. Ja, nutzt das Band, um hier euch richtig schön lang zu machen. Und kommt richtig auch auf die rechte und auf die linke Seite von den Füßen.
Es ist kein Side-Tap, sondern wirklich ein Side-to-Side. Jetzt wird es auch hier anstrengend, oder? Obwohl es als aktive Erholung gilt. Noch 4, 3, 2. Die Füße machen mal weiter. Das Band platziert ihr wieder. Und zwar hinten auf Brusthöhe. Die Füße bleiben. Auch hier schieben wieder vor und rück. Ja, genau. Dieses Mal nur ein bisschen mit Cardio. Hopp, zack, zack. Nimm mal immer nur links und rechts im Wechsel. Ja, also ein bisschen Box, Box, Box. Die letzten 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und Achtung, Step Touch. Euer Band kommt wieder vor, Arme wieder vor, Schultern weit weg und ihr zieht wieder, öffnet und schließt, öffnet und schließen. Das ist der zweite Satz, so ist ein bisschen anders. Öffnen und schließen. Wenn es echt zu viel Cardio wird, einfach stehen bleiben. Spannung im Rumpf. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und locker die Arme. Locker, locker. Locker von rechts nach links. Nochmal 3. Schwingt erstmal ohne Spannung. Arme haben Pause. Nochmal bringt ihr das Band ein bisschen auf Spannung und kommt nochmal 8 zur Seite. 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und nochmal locker. Step Touch. Ihr nehmt das Band wieder auf Zug, die Schultern weit weg. Wir kommen nochmal mit den Armen hoch und tief. Auf und ab. Kathleen, wenn es bei dir nicht geht, dann immer nur bis 90 Grad, okay? Noch 4, 3, 2. Lasst mal die Arme über Kopf und nimm mal nur den rechten Arm tief. Rechter Arm tief. Zieh tief. Der linke Arm bleibt oben, oben über Kopf. Und der rechte Arm schiebt tief Richtung Popo. Genau. Hopp. Die letzten 4, 3, 2, Seitenwechsel. Der linke Arm schiebt tief. Ja. Auch hier wieder die Schultern weit weg von den Ohren lassen. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und der letzte. Und locker, bleibt mal stehen am Platz. Schultern entspannen. So, ihr nehmt das Band, bleibt mal stehen. Arme über Kopf, schau mal, Kathleen, ob es geht. Und zwar nehmt ihr den rechten Arm, ich habe schon euren rechten, hier hinter Kopf. Der linke Arm möchte mal so tief wie es geht hier nach unten greifen. Und hier bleibt mal. Hier schiebt ihr den rechten Arm nach oben und kommt wieder tief. Rechter Arm hoch und wieder tief. Dein rechts ist mein rechts, ich bin nicht dein Spiegelbild. Schaut mal, dass der Ellenbogen ganz, ganz nah am Körper ist.
Und ihr greift auch hier so hoch, wie es geht, damit wir hier auch noch ein bisschen Schulterstabilität haben, beziehungsweise Mobilität. Schaut, dass ihr auch hier wieder Bauch fest, ganz schmal und immer atmen. Ausatmen und tief. Letztes Mal. Langsam auflösen. Andere Seite. Einmal umgreifen. Linke Hand oben, rechte Hand unten. Auch hier kommt ihr hoch und tief. Ihr könnt hier richtig schön nach oben ziehen, fast dass der Ellenbogen in Streckung ist. Und schaut mal, dass der Kopf nicht nach unten und nach vorne schiebt, sondern probiert wirklich mit dem Arm so weit wie es geht hinter dem Körper zu sein. Dass der Kopf ganz normal gerade ausschaut. Auf und ab. Nochmal auf und ab. Und langsam locker. Kommt mal in eine Kniebeuge und wieder hoch. Die Knie zeigen nach außen und kommt wieder hoch, Po fest. Ihr nehmt das Band. Für alle, die Schulter haben, die ziehen das Band immer nur bis 90 Grad vor. Und für alle, die mehr wollen oder können, Arm über Kopf. Ja, so weit wie es geht über Kopf schieben und wieder hochkommen, Po fest. Gerne die Füße noch ein bisschen breiter, damit ihr ganz tief kommt in eine schöne, die tiefste Kniebeuge, die euch machbar ist. Tief. Und wieder hoch. Wir bleiben mal unten. Halt mal hier und komm mal nur mit den Armen tief. Und die Knie bleiben, der Popo bleibt, nur die Arme tief und hoch. Wenn du ganz unten sitzt, dann ist es recht entspannt. Probier mal noch ein bisschen weiter nach oben. Ja, und wieder hoch. Arm oben, komm mal langsam nach oben. Die Arme kommen tief und die Schultern locker. Achtung nochmal, rechts und links, Tap zur Seite. Ja. So, zweite Runde. Die Arme über Kopf, der rechte Arm schiebt seitlich. Ab und tief. Ja, also Kathleen, du kannst auch versuchen, das Band hier hinter den Oberkörper zu nehmen und dann hier so ein bisschen tief zu ziehen, dass es über die Schulter geht. Ja, genau. Also du kannst auch vorne über die Schulter, damit du den Zug nach unten hast. Genau. Ja. Hopp, hopp. Andere Seite. Und Wechsel. Tief. Tief. Das gibt morgen Muskelkater in der Schulter, in den Armen. Noch 4, 3, 2 und locker, die Arme locker. Auf der Stelle stehen, rechter Arm hinter Kopf, linker Arm hält. Hier hochziehen und tief schieben. Der Ellenbogen wieder ganz nah am Ohr. Versucht so hoch wie es geht nach oben zu schieben. Bauch fest, nicht im Hohlkreuz. Ausatmen und einatmen. Noch 4. 4. 3. Die letzten. 2. Letzte noch. Und dann greifen wir gleich um. Komm hoch und tief. Auf und ab. Richtig schön für den Trizeps. Stärkung des Armes, Oberarms. Und keine Bange, wir haben nachher auch noch ein bisschen den Bizeps. Also, so wie wir vorhin auch Brust und Rücken hatten. Die letzten 4,
3. Die letzten 2. Und letzte noch. Hoch, hoch und tief. Komm mal in die Kniebeuge. Tief nach unten. Popo ganz nach unten. Tief. Und hoch. Po fest. Wir kommen mal so tief, dass du merkst, dass die Oberschenkel noch richtig schön Spannung haben und nicht entspannen. Genau, Po fest. Komm tief. Po fest. Auch hier nehmen wir wieder das Band etwas auf Zug. Ich entwirre mal kurz. Und hoch über Kopf. Für alle mit Schulter nur auf 90 Grad. Tief. Ansonsten immer schön auf Zug. Sehr viel entspannter wie vorhin, gell? Tief und hoch. Jetzt lassen wir die Arme wieder über Kopf und kommen tief mit dem Band über Kopf und dann nach unten. Band über Kopf und wieder. Ja, nimm das Band über Kopf, wenn du tief kommst und Band tief. Achtung, wir bleiben wieder unten. Bleib hier. Komm tief mit dem Band. Hoch und tief. Bleib mal hier. Arm über Kopf. Achtung. Nehmt mal den Oberkörper in die Seite und komm wieder in die Mitte zurück. Oberkörper in die Seite und zur Mitte zurück. Ja. Gerader Stand. Bleib mal auf der rechten Seite. Der rechte Arm zieht mal tief und wieder hoch. Ja, mal tief ziehen und wieder hochkommen. Die letzten 2. Und nochmal in die Mitte zurück. In die Mitte. Und links. In die Mitte. Und rechts. In die Mitte. Oberarm und Ohr haben immer den gleichen Abstand. Wir bewegen uns aus dem Oberkörper, nicht aus den Armen. Jetzt bleib in der Seite und zieh den linken Arm tief und wieder hoch. Ja, den linken Arm tief und komm wieder hoch. Die letzten 4, 3, die letzten 2 und der letzte. Hopp und komm langsam zurück. Locker die Schultern, trink mal ein Schlückchen und mal abpupfen. Schweiß abpupfen. Perfekt, wunderbar. Gut. Jetzt kommt einseitig. Ihr nehmt das Band. Ihr könnt theoretisch reinschlupfen, wenn ihr solche Schlaufen habt, in die nicht unterste Schlaufe, sondern die an der großen ist. Oder ihr stellt euch einfach drauf, dann seid ihr auch immer ein bisschen flexibler. Und zwar nehmen wir das Band in die rechte Hand und der rechte Fuß steht drauf. Ihr könnt natürlich gerne auch mit der linken Seite draufstehen. Hier nehmt ihr den Popo zurück nach hinten, langer gerader Rücken und wieder hoch. Und je tiefer ihr greift, desto anspruchsvoller wird es natürlich. Schön tief kommen, Popo zurück und strecken. Und wieder strecken. Richtig schön die Hüfte oben strecken. Nehmt mal den Kopf mit nach unten, sodass ihr Richtung Boden schaut. Kommt tief und hoch. Ihr macht eine schöne Vorbeuge. Bauch und Rücken sind eine Linie. Schöne Vorbeuge und wieder hoch. Nochmal tief. Wir bleiben mal unten tief
Rücken schön gerade und hier zieht ihr mal den Ellenbogen ran und wieder weg. Mal den rechten Ellenbogen ranziehen. Euer Rücken maximal gerade, Brust raus. Ellenbogen ran und weg. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und Achtung, nochmal Arm lang. Komm nochmal hoch ins Stehen und wieder tief. Nochmal hoch ins Stehen, Popo fest und wieder tief. Noch 4, 3, 2, bleib unten, halt unten die Spannung nochmal, ranziehen und wegschieben, ranziehen und wegschieben. Der Ellenbogen möchte Richtung Decke und die Schultern weit weg und der Zug geht Richtung Bauchnabel. Ja. Ran und weg, die letzten 2 und locker, locker aufstehen, Seitenwechsel. Gleiche Länge am besten. Aufstehen, auch hier wieder greifen und dann hier hochkommen, hoch in den Stand und wieder tief nach unten. Greift gerne etwas nach, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht mehr Spannung. Po fest und wieder tief. Po fest. Noch 4, 3, die letzten 2 und der letzte. Und dann bleiben wir unten. Zieh, Ellenbogen hoch und tief. Auf und ab. Schau wieder Richtung Boden. Bei mir passiert nichts Spannendes. Versuch parallel zum Boden zu sein. Die letzten 4, 3, 2, Achtung, komm nochmal, hoch nach oben und wieder tief, hoch nach oben, Gesäß nach hinten schieben, hoch fest und wieder tief. Die letzten 4, 3, 2. Wir bleiben nochmal unten, ziehen nochmal schön rudern, ranziehen. Hopp und tief. 2 und tief. Ja, Brust raus, Mädels. Ja, Silke, schau, dass deine Knie noch richtig schön nach außen, also nicht genau. Belaste die Außenkante. Die letzten 4, 3, 2 und der letzte. Komm langsam nach oben und kurz lockern. Wunderbar. Ihr nehmt das Band und zwar mittig und dann stellt ihr den rechten Fuß drauf. Richtig schön mittig, sodass ihr es rechts und links habt. Okay? Jetzt nehmt ihr das rechte Knie mal nach oben und dann greift mal richtig schön weit unten, damit ihr hier schon ein bisschen Zug habt. Und zwar schiebt ihr das Bein jetzt nach rechts hinten und wieder ran. Bein nach rechts hinten und wieder ran. Ihr schiebt ins Terraband und kommt wieder vor. Ja. Wenn es euch zu viel wird, ihr könnt auch, oder mit dem Gleichgewicht Probleme habt, ihr könnt richtig schön hinten auftippen. Das heißt, ihr tippt auf den Boden und kommt wieder zurück. Ansonsten probiert das Bein nach hinten wegzuschieben und wieder rankommen. Noch 4, 3, noch 2 und letzte noch. Stellt mal den Fuß auf. Achtung, Ellenbogen ranziehen, beziehungsweise den Unterarm, die Hände ranziehen und wieder Lagen machen. Hände ranziehen und wieder lang machen. Es kommt darauf an, wie stark euer Band ist. Wenn es zu wild wird, dann könnt ihr hier den Fuß ein bisschen hochnehmen
Und so könnt ihr jetzt variieren, wie stark der Bizeps Curl sein soll. Das ist ein Einbeinstand mit gleichzeitig, ihr könnt jetzt entscheiden. Noch 4, 3, 2 und letzte noch. Hopp. Und lang. Nochmal Bein zurück. Lang. Und ran. So, hier könnt ihr wieder ein bisschen weiter unten greifen. Ja, richtig schön nach hinten schieben und wieder zurückkommen. Euer Standbein ist leicht angewinkelt, sodass ihr es besser balancieren könnt. Ja, schiebt richtig dagegen und versucht mal die Ferse nach hinten oben zu schieben, sodass ihr spürt, dass der Oberkörper bzw. das Gesäß richtig arbeiten wird. Noch 4, 3, noch 2, letzter noch, da drin ist auch ein Popo, gell? Nochmal hinstellen, Bizeps Curl, aber wenn wir es leichter wollen, müssen wir das Knie wieder hochnehmen und tief, genau, auf. Wenn ihr umgreift, das heißt, das Band kommt von unten in der Faust, dann ist es auch noch ein bisschen besser. Also quasi so von der Seite greifen, ranziehen und wieder tief. Die letzten 4 Stück. 4, 3, 2 Stück. Und letzte noch. Ran. Und locker Seitenwechsel. Das Knie kommt hoch. Spannung aufs Band. Und auch hier dürft ihr richtig schön das Bein zurückschieben. Zurück und ran. Zurück und ran. Die letzten 4, 3, 2 und der letzte. Und dann machen wir keine Bizeps Curls, das tut mir leid. Ihr wollt natürlich super gerne, aber ihr dürft mal ein Bein abstellen bzw. eine Hand und dann zieht mal hier mit dem rechten Arm hoch. Und hier könnt ihr auch dem Band ein bisschen mehr Freiheit geben, also je nachdem, wie viel ihr braucht. Ran und weg. Bauch ist richtig schön fest und Oberkörper ist aufrecht. Ja, hoch und tief. Die letzten 4, 3, 2 und der letzte. Achtung, schiebt den Arm mal vor. 8, 7, 6, 5, die letzten 4, 3, 2, nicht nachgeben und wunderbar, beide Beine, beziehungsweise beide Enden wieder in die Hand nehmen, nochmal, Knie hoch, schieb lang nach hinten und wieder zurück, lang nach hinten und zurück.
andere Seite, Fuß aufstellen und mal hier linker Arm hoch und tief. Auf und ab. Und tief. Oberkörper schön aufrecht und dann zieh bis 90 Grad. Das wird so gut sein morgen. So schön Muskelkater geben. Die letzten 8, 7, 6. Aber wie gesagt, eigentlich ist Muskelkater gar nicht gewollt. Da ist nur die Regenerationszeit immer zu viel. Deswegen wollen wir das gar nicht. 8 Stück vor. Die letzten 8, 7. Wenn es nicht mehr geht, gib dir ein bisschen mehr Band. Die letzten 4, 3, 2 und der letzte und locker. Wunderbar. Schultern kurz kreisen. Ihr dürft Richtung Boden kommen. Und zwar einmal ablegen. Und dann nehmt ihr das Band an die Knie, an die Oberschenkel, unterhalb der Knie. Die Schultern sind weit weg von den Ohren. Die Knie sind 90 Grad und die Hüfte auch. Und jetzt drückt ihr mal mit dem Band gegen eure Oberschenkel. Ja, richtig dagegen drücken. Und jetzt schiebt immer ein Knie weg vom Band. Wegdrücken, ranholen. Hopp und zurück. Hier trainieren wir nicht nur die Bauchmuskulatur, sondern auch gleichzeitig eine drückende Belastung für den Oberkörper. Das heißt, die Brust darf arbeiten, die Arme, hopp und ran, zack und ran. Noch 8, 7. Wenn es euch zu viel wird, tippt einfach nur mit der Zehenspitze Richtung Boden, dass der Hebel ein bisschen kürzer ist. Und letzter. Und locker. Legt das Band mal auf eure Hüfte. Die Fersen kommen in den Boden und ihr schiebt mal die Hüfte hoch. Hoch und tief. Hüfte hoch und tief. Und ihr wollt jetzt das Band nach unten ziehen und hiermit haben wir eine ziehende Belastung für die Arme. Das heißt, mehr der Rücken, der arbeiten darf. Hüfte hoch und tief. Und natürlich wird es gleichzeitig ein bisschen schwerer für die Beine, für den Popo, für den Rücken. Komm hoch und tief und auf. Die letzten 8 Stück. Noch 8. 7, 6, 5, die letzten 4, 3, noch 2 und der letzte. Gut, nochmal mit den Knien rankommen. 90 Grad in den Knien, 90 Grad in der Hüfte. Ihr drückt nochmal das Band gegen die Oberschenkel, unterhalb der Knie und schiebt nochmal rechts und links im Wechsel die Beine weg. Wenn ihr mehr für den Bauch wollt, dann hebt mal euren Oberkörper leicht an, sodass die Schulterblattspitzen wegkommen vom Boden. Zack und ran. Das Knie, das eine drückt immer gegen das Band und das andere Bein lang strecken. Die letzten 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und der letzte. Nochmal Beine ran, Band kommt auf die Hüfte und ihr schiebt nochmal die Hüfte hoch und tief. Hüfte hoch und tief. Ein
bisschen schneller mal. 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und der letzte. Locker. Nehmt mal die Arme über Kopf am Boden und wieder zurück Richtung Hüfte. 2 rück und wieder ran. Über Kopf und wieder ran. So, der Oberkörper hebt sich jetzt ab. Ihr kommt über Kopf, die Schultern bleiben weg vom Boden. Kathleen, du kannst hier auch wieder 90 Grad nur, okay? Nur die Arme über Kopf schieben und wieder mit dem Band Richtung Hüfte. Jetzt probiert ihr mal Folgendes. Über Kopf, komm hoch, mach dich lang und komm langsam wieder tief. Und es muss wirklich nicht im Tempo der Musik sein. Achtung, rück, mit ein bisschen Schwung nach oben, Arme über Kopf, Brust raus und langsam wieder tief. In einen richtig schönen Get-Up, das was wir wollen, und zwar die Bauchmuskulatur trainieren, sodass wir schön aufstehen können. Und tief. Geht auch ohne Band, vor allem wenn es zu viel wird. Mit dem Auseinanderziehen. Und tief. Über Kopf. Wir bleiben jetzt immer leicht in Spannung. Das heißt, wenn ihr nach unten kommt, versucht mal, die Schulterblätter nicht auf dem Boden abzulegen, sondern hier in Spannung zu bleiben. Ja. Die letzten 4. Die letzten 3. Die letzten 2. Ihr bleibt unten, lasst mal die Schultern weg vom Boden, die Knie kommen 90 Grad nach oben und haltet die Spannung. Komm mal hier mit dem Band Richtung Knie und dann wieder hoch über Kopf. Band Richtung Knie, drück mal gegen deine Oberschenkel und wieder hoch. Die letzten 2 Stück, Finisher, letzter noch, drück dagegen und wieder hoch und locker. Beine lang, Arme lang, ihr habt es geschafft. Wunderbar. So, ihr dürft einfach mal das Band in die Hand nehmen und dann mal eine Banane machen auf dem Boden. Alle Extremitäten kommen mal gemeinsam zusammen auf die linke Seite. Das heißt, eure Arme wandern auch auf die linke Seite, eure Beine wandern auf die linke Seite, euer Popo bleibt natürlich liegen, sodass ihr auf dem Boden eine Banane seid. Und dann zieht man mit dem linken Arm so ein bisschen den rechten Arm über Kopf noch zur Seite, sodass ihr hier eine richtig schöne Spannung spürt. Und das können wir richtig schön mit dem Theraband hier oder mit dem Band einfach ein bisschen Zug drauf bringen. Die rechte Ferse schiebt ihr auch weit, weit weg, sodass ihr die Seite richtig schön dehnen könnt. Das Ganze machen wir auf der anderen Seite auch. Beide Beine auf die rechte Seite schieben. Beide Arme auf die rechte Seite. Und hier zieht der rechte Arm den linken Arm so ein bisschen tief. Auch hier atmen. Und dann kommt langsam, aber sicher zurück in die Mitte. Langsam für euch, ihr könnt auch gerne über die Seite nach oben kommen ins Sitzen oder mit dem Knie, genau. Dann nehmt mal das Band und dann werft es mal um die Füße rum. Und dann bringt euch mal so nah wie es geht mit der Nasenspitze Richtung Knie. Zieht euch hier einfach mal vor, gerne mit dem Band so ein bisschen als Hilfe. Schultern weit weg von den Ohren, zieht nicht dran, sondern lasst es einfach passieren. Dann Oberkörper aufrichten, nehmt mal das Theraband in die linke Hand und der rechte Arm rotiert mal so weit wie es geht zurück und wieder vor und rück
Mal wieder vor. Letztes Mal. Und dann bleibt mal hier in der Rotation. Ja. Kommt langsam zur Mitte zurück. Andere Seite. Der linke Arm rotiert nach hinten und wieder zurück. Der linke Arm kommt nach hinten, aufstellen. Schaut über die Schulter. So weit wie es geht. Gut, kommt dann langsam nach oben ins Stehen. Das Band kann auf dem Boden bleiben. Streckt euch hier mal, macht euch lang und groß. Lang und groß. Und dann ausschwingen. Vor allem die Arme locker ausschwingen. Und dann, die Beine hatten heute ein bisschen weniger Anspannung, aber es liegt auch am Band. Heute haben wir richtig schön mal die Arme trainiert. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart, auch für alle, die die Aufzeichnung nachmachen. Fleißig mitschwitzen mit uns und wir können jetzt gleich noch mal ein bisschen quatschen, wie es euch dann so ergangen ist. Für alle, die den Nachhollink machen, bye bye!